Beim Dirndl ist es diese perfekte Verbindung zwischen dem Handwerk, die man hat, und eben die Verbindung mit dem Kreativen. Und morgens, wenn ich dann so vielleicht vor dem Frühstück mir dann das Dirndl anschaue und sage, bin ich jetzt zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe oder nicht? Oder dann kommen einem manchmal noch mal so ganz tolle Ideen, wo man dann sagt, so, ah, super, dass ich noch mal drüber geschlafen habe. Und jetzt sehe ich genau, was nicht stimmt. Das ist es jetzt. Wer durch die Straßen von Freiburg schlendert, kann diese Schatztruhe vorfinden. Die Trachtenboutique Schwarzwald Couture. Hier wird noch klassisches Schneiderhandwerk ausgeübt. Alle Dirndl sind Einzelstücke, von Kim Schimpfle designt und per Hand gefertigt. Ihre Trachten sind poppig und auffällig, kultig. Perfekt für den großen Auftritt auf dem Cannstatter Vasen, der Wiesn oder bei privaten Feiern. Einige Kunden, die zu mir kommen, sagen, das ist ja so ein bisschen mit Augenzwinkern. Dann sage ich, ja, das stimmt. Also das ist für mich einfach auch eine moderne Art und Weise, dass man sagt, Tradition kann man auch einfach ein bisschen humorvoller sehen und ein bisschen entspannter sehen, ja, und trotzdem was Tolles draus machen. Wenn Kim ein neues Dirndl kreiert, fängt sie schon beim Stoffmuster an. Denn das denkt sie sich selbst aus. Oft spielt sie mit Motiven aus ihrer Heimat, dem Schwarzwald. Ich möchte neuen Stoff entwerfen und habe mir hierzu als Inspiration alte Postkarten aus dem Schwarzwald gesucht. Ich denke mal, sie sind so um die 1910, 1920 rum. Es sind wunderschöne alte Motive, die haben eine tolle Patina. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich würde sehr gerne was mit der Gutacher Tracht machen. Die Gutacher Tracht ist eine der Trachten hier im Schwarzwald, die eigentlich am bekanntesten ist. Sie wird zwar nur in 3 kleinen Dörfern getragen, aber sie hat den roten Bollenhut, der einfach sehr bekannt ist hier für die Gegend. Das ist so wie in Paris. Der Eiffelturm hat halt der Schwarzwälder seinen roten Bollenhut. Als Referenz für die Weberei, die den Stoff nachher fertigen soll, malt sie eine grobe Skizze. Als Mittelpunkt würde ich ganz gerne wie so ein Emblem einen Kreis benutzen. Und an den Seiten würde ich, glaube ich, was mit Tannen machen, was ich sehr schön finde. Die gibt es natürlich auch im Schwarzwald immer wieder. Setzen wir die mal hier oben hin. So könnte ich mir das vorstellen. Angefangen habe ich natürlich mit Stoffen, die ich ganz normal kaufen konnte. Es gibt natürlich Tausende von Trachtenstoffen, die auch wunderschön sind, aber ich wollte meine eigenen Stoffe haben, die mich einfach auch mit meiner Heimat identifizieren, und ich wollte was mit Schwarzwald haben. Und das gibt es halt einfach nicht so, dass es mir gefällt. Dann in die Mitte würde ich natürlich die Gutacherin, die Gutacher Volkstracht, Schwarzwaldtracht, nehmen mit ihrem wunderschönen roten Bollenhut. Es ist zwar unglaublich viel Arbeit, so ein Motiv zu erstellen, aber es lohnt sich. Und ich habe dann wirklich meinen Stoff. Und diesen Stoff gibt es nur bei mir. Ich glaube, so können wir es schon mal zur Weberei, zur Grafikerin geben und mal gucken, wie die das dann noch mal genau umsetzt. Drei Wochen später sind die ersten Stoffproben von der Weberei da. Also das sind jetzt quasi die Entwürfe aufgrund meiner Zeichnungen, die ich der Weberei geschickt habe. Und ich bekomme dann solche Musterlaschen mit verschiedenen Farben. Also das heißt, es sind immer ganz verschiedene Farbvarianten sozusagen. Die probieren einfach alles aus, damit ich sehen kann, das funktioniert oder das funktioniert natürlich auch nicht. Ah, da sieht man schon, hier hat es nicht funktioniert. Das ist eben auch das. Da kann man halt auch manchmal Pech haben. Da sieht sie jetzt ein bisschen spooky aus mit den Augen. Also das ist
was man eher weniger nimmt. Auch hier kommt jetzt die Gutacherin sozusagen, die Tracht einfach nicht schön raus von der Farbsättigung. Die Farben funktionieren definitiv nicht. Es ist einfach zu blass und man sieht gar kein Gesicht. Man sieht hier oben keine Rosen, keine Tannenzapfen. Auch der Hintergrund verschwindet komplett. Ich bin froh, dass die mehrere Farben schicken. Blau auch schon super. Der ist richtig toll geworden. Da kommen auch wirklich die Farben schön leuchtend raus mit dem Schwarz als Untergrund. Das sieht super aus. Also das werde ich auf jeden Fall bestellen. So, jetzt geht's an den Zuschnitt des Stoffes. Nochmal 6 Wochen später ist der Stoff für das Dirndl fertig und Kim kann mit dem Schneidern beginnen. Der Zuschnitt ist nicht ganz ohne. Es gilt, viele Details zu beachten. Ich habe mir den Stoff jetzt doppelt aufgelegt. Wenn ich den Stoff jetzt sozusagen ausbreiten würde, dann bräuchte ich einen 1,40 Meter breiten Tisch. Und das ist sehr, sehr umständlich und nimmt auch wahnsinnig viel Platz weg. Und wenn ich den doppelt lege, ist es einfach ein bisschen praktischer für mich. Okay, jetzt kann ich mein Schnittteil auflegen. Ich habe 2 Rockteile, weil ich ein Vorder- und ein Rückteil habe, die in der Taillenweite verschieden breit sind. Ich muss die später an den Seiten zusammennähen. Man muss schauen, dass das Muster schön nicht zu weit unten ist oder nicht zu weit oben ist, sondern dass es einfach auch ein bisschen Luft unten hat. Man muss den Saum mit einberechnen, der später am Rock mit eingeschlagen wird. Darf man nicht vergessen, ist ganz gefährlich. Und was man auch beachten muss auf jeden Fall ist, wenn ich dieses Muster hier vorne habe mit meinem Mädchen, dass, wenn man vorne auf den Rock schaut, wenn es geht, unten am Rocksaum eins der Mädels entweder in der Mitte ist oder sozusagen links, rechts eins in der Mitte ist. Aber nicht irgendwie ein halbes oder irgendwie ein Dreiviertel, weil das sieht dann von vorne von der Optik ganz seltsam aus. Da muss man auch sehr darauf achten. Und wenn ich natürlich meinen Stoff doppelt lege, muss ich natürlich auch schauen, dass die Unterseite genauso liegt wie die Oberseite. Nicht, dass sich im Saum sozusagen die Höhen verschieben und ich dann nachher ein Problem habe. Ich werde heute ein Dirndl in Größe 40 für den Laden schneidern. Und das sind auch immer Einzelstücke, die ich quasi fertige. Wenn jetzt die Kundin zu mir kommt und sagt, aber Sie haben dieses Modell nur in Größe 40 da, ich brauche es aber in 36, kann ich das selbstverständlich anfertigen in ihrer Größe. Jetzt sind die Rockteile zugeschnitten. Jetzt geht's ans Oberteil. Also beim Zuschnitt muss man immer den Fadenlauf des Stoffes beachten. Der Fadenlauf ist sozusagen, wie der Faden läuft. Man sieht man auch hier, wenn man da so ein Fädchen zieht, dass der gerade quasi ist. Würde ich jetzt sozusagen den Fadenlauf nicht beachten und würde jetzt zum Beispiel so zuschneiden, habe ich einen anderen Fall des Stoffes. Und das könnte dann einfach komisch aussehen und macht auch was mit der Tragbarkeit, weil man sieht, wenn ich den Fadenlauf nicht beachte, habe ich hier plötzlich einen Stretch drin und der ist ja nicht gewollt. Und wenn ich im Fadenlauf zuschneide, bin ich hier fest. Und damit ist der Zuschnitt des Oberteils fertig. Jetzt muss es nur noch ein bisschen fester gemacht werden. Schließlich ist es ja ein Mieder. Das ist Flieseline, die benutzt man zur Verstärkung für Stoffe. Beim Dirndl geht es darum, sozusagen, dass das Mieder eine gewisse Form behält. Und dadurch wird einfach noch mal eine Schicht aufgetragen, die den Stoff noch mal zusätzlich steif macht und sozusagen auch bei vielen und engen Tragen, wo viel Bewegung ist, einfach auch die Form behält.
und das mache ich mit der Flieseline, die innen drin einen Klebstoff besitzt. Wenn ich jetzt mit dem Bügeleisen, mit der Hitze darauf gehe, fängt der Klebstoff an zu schmelzen. Das dauert ungefähr 25 Sekunden und dann verbindet der sich mit dem Oberstoff. Dieses feste, weit ausgeschnittene Mieder, das für viele heutzutage ein Dirndl erst ausmacht, gibt es noch gar nicht so lange. Ein sogenanntes Dirndlgewand bezeichnete früher einfach die Arbeitskleidung einer jungen Magd. Als es um 1900 in München modern wurde, sich ländlich zu kleiden, begannen einige Schneider, die rustikalen Kleider mit Elementen aufzupeppen, die aus der höfischen Damenmode kamen. Und so entstand das Dirndl, wie wir es heute kennen, mit dem eng anliegenden Oberteil, dem tiefen Ausschnitt und dem weiten Rock. Dann geht es endlich an die Nähmaschine. Als erstes näht Kim die Einzelteile des Mieders zusammen. Ich nähe jetzt in das Oberteil ein Baumwollfutter ein. Ich würde immer eine Baumwolle nehmen, weil du trägst das Dirndl ja sehr nah am Körper. Und einfach, wenn du zum Beispiel auf dem Oktoberfest viel am Tanzen bist und dann einfach schwitzt, ist es angenehmer, wenn du in eine Baumwolle hineinschwitzt, anstatt dass du jetzt sozusagen in Polyester reinschwitzt oder sonst irgendwas. Und es ist einfach auch ein angenehmes Tragegefühl und dient auch noch mal ein bisschen der Haltbarkeit. Und die Baumwolle einfach eine gewisse Festigkeit auch mit sich bringt. Wir sind jetzt quasi hier beim Ärmelausschnitt. Wenn ich es nicht einschneiden würde, ich zeige es mal ganz kurz. So, das ist jetzt hier quasi unsere Achsel hier unten. Und wenn ich es nicht einschneiden würde, würde das jetzt quasi so stehen, weil da hier nicht eingeschnitten ist. Und so, wenn es eingeschnitten ist, tut sie es schön umklappen. Und man hat ganz wunderbar die Rundung. Und da spannt hier unten auch nichts im Stoff. Sonst hätten wir hier richtig Spannung hier unten drauf. Und das sieht einfach nicht schön aus. Ich nähe jetzt hier Bänder auf, die mir gleich für meine Miederstäbe dienen, die ich dann dort hineinschieben werde, sozusagen als Tunnel. Die soll man von außen nicht sehen, aber sie sollen von innen sozusagen sollen Miederstäbe die Brust einfach ein bisschen heben, so wie es bei einem Mieder eigentlich auch üblich ist. Das macht immer dann so den schönen Busen. Das sind jetzt die Metallmiederstäbe. Also man kann auch Plastik nehmen, aber das Tolle an Metall ist sozusagen, dass sie immer wieder in ihre Form zurückgehen. Die werden auch für Korsetts genommen. Ich finde halt einfach, bei Plastik ist es manchmal das Problem, wenn man dann viel sitzt, dann hat man so einen Knick im Plastik und dann geht es nicht mehr zurück. Und das kann einfach bei diesen Spiralen nicht passieren. Es kommt immer wieder in die Form zurück und diese werden auch für Korsetts benutzt. Bei den Metallmiederstäben ist halt immer die Gefahr, dass es halt doch noch mal irgendwie so ein bisschen stupft. Und wir wollen ja niemanden verletzen. Deswegen mache ich nämlich jetzt dieses Hansaplast und mache das einfach darüber. Es gibt auch so Metallkappen, die man dann zusammenquetschen kann, wie so eine Art Öse. Aber ich habe den Tipp gekriegt, dass man eben auch so Hansaplast nehmen kann. Ich mag das lieber. Das ist dann ein bisschen flacher einfach, weil diese Metallkappen, die sind immer so dick und das mag ich nicht. Das markiert sich immer so ein bisschen. Ich nähe jetzt
noch so eine kleine Bommelborte ein, weil ich die sehr schön finde. Es macht einfach so einen schönen Abschluss am Ausschnitt. Gibt auch noch mal ein bisschen Halt am Ausschnitt, weil ja doch immer Zug auf der Kette ist, da wo der Busen ist. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Größe 36 hat. Und deswegen ist auch gut, wenn wir da einfach mehr Stabilität in der Naht drin haben. Naja, die Bommel haben halt auch so ein bisschen so einen Bezug zum Schwarzwald. Deswegen mache ich die natürlich auch immer ganz besonders gerne rein. Ich habe die eigentlich immer an meinen Dirndln dran. Ich habe die auch in diversen Farben. Und ich finde, Bommelthema, Bollen, passt halt eigentlich immer zum Schwarzwald. Deswegen kommen bei mir Bommel rein. Eigentlich bin ich zum Dirndlmachen durch eine Kundin gekommen, die zu mir in den Laden kam und eine moderne Schwarzwaldtracht wollte. Und das war komplettes Neuland für mich. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie fixt mich das, mich mit meiner Heimat auseinanderzusetzen. Ich fand diese Idee einfach so toll, dass ich Mode machen kann, die auch eine gewisse Bedeutung einfach hat, die auch eine Emotion einfach hat. Das hat mich auch total berührt. Ich habe mir plötzlich meine Umgebung auch komplett anders angeschaut. Ich habe mir den Schwarzwald auch komplett anders angeschaut und habe gemerkt, ja, das ist mein Ding. Die Art, wie Kim Dirndl-Mode mit Schwarzwaldmotiven kombiniert, ist bis heute ihr Alleinstellungsmerkmal. Schwarzwald-Dirndl gibt es nur bei ihr. Und jetzt hat endlich das Mädel mit dem Bollenhut seinen Auftritt. Der Rock kommt dran. Bevor sie die 2 Rockteile zusammennähen kann, müssen aber noch ein paar andere Dinge passieren. Dieses Gerät sieht zwar aus wie eine Nähmaschine, ist aber gar keine. Ich versäubere jetzt mit der Overlock. Das ist eine Spezialmaschine, die quasi nur dazu da ist, um die Kanten zu versäubern. Man sieht ja hier, der Stoff fängt natürlich an zu fransen, weil natürlich die Webungen offen sind. Und durch die Overlock umgarnt sozusagen, die Overlock umgarnt quasi den Stoff und somit verhindert das dann quasi das Ausfransen des Stoffes. Ich mache ja einen Faltenrock und ich habe mir vorhin hier so kleine Markierungen eingeschnitten. Die lege ich jetzt aufeinander und stecke mir die und werde die jetzt gleich mit der Nähmaschine fixieren, dass die mir nicht verrutschen. Bei einem klassischen Dirndl hätte man jetzt sozusagen im Rückteil, also am Hintern, mehr Falten und vorne weniger, weil man hat ja vorne auch die Schürze. Ich finde aber, wenn man hinten sehr, sehr viel Falten hat und je nach Größe, wir machen jetzt eine Größe 40 und wir haben auch einen etwas dickeren Stoff, habe ich mich jetzt dazu entschieden, weniger Falten hinten zu machen. Dann hat man auch nicht so einen dicken Popo hinten. Und weil keine Frau will ja einen dicken Popo haben, deswegen tue ich da so ein bisschen was anderes machen. Nachdem sie die Falten fixiert hat, näht sie die beiden Rockteile zusammen und diese dann ans Oberteil. Nun fehlt dem Rock noch ein bisschen Innenleben. Genau, das ist jetzt der Unterrock. Der ist aus Acetat. Ich nehme diesen Stoff oft für Unterröcke, weil er einfach einen leichten Stand hat und das Dirndl unten noch mal den Saum so ein bisschen auseinanderdrückt. Das hat auch was für den Tragekomfort und ich finde es einfach angenehm, wenn das Kleid gefüttert ist. Und ich habe mich jetzt eben für das Pink entschieden, weil wir ja bei unserem Schwarzwaldmädel auch Pink darin haben. Also für einen Dirndl verwende ich immer einen normalen Reißverschluss. Es gibt noch Nahtreißverschlüsse, bei denen man jetzt sozusagen diese Nähte, die ich jetzt hier gerade absteppe, nicht hat. Der Reißverschluss verschwindet quasi in der Naht. Sieht sehr schön aus, aber ist einfach nicht so belastbar. Und in dem Mieder, wenn es so eng anliegt, haben wir einfach eine enorme Belastbarkeit, wenn man auch mal sitzt oder tanzt oder sich bewegt, dass es einfach sicherer ist. Man nimmt einen normalen Reißverschluss und der hält richtig was aus.
Reißverschluss ein. Ich mache den meistens auf die Seite, weil, so wie jede Frau das kennt, wenn man den Reißverschluss im Rücken hat, es oft immer etwas kompliziert ist, den selber, vor allem wenn man alleine ist, zuzumachen. Ich finde es einfach angenehmer, wenn er an der Seite ist. Ein klassisches Dirndl hat oft den Verschluss vorne, das wird aber dann auch mit Haken gemacht und nicht mit Reißverschluss und hat eine Öffnung vorne im Rockteil. Ich finde es ja ganz schön, wenn das Rockteil vorne geschlossen ist, wie bei meinen Dirndl. Somit hat man auch noch die Möglichkeit, das Dirndl auch mal ohne Schürze anziehen zu können. Ich schneide jetzt den Saum auf gleiche Länge. Ich möchte, dass unten 4 cm rausgucken. Ja, man sollte jetzt nicht sich verschneiden. Es sollte wirklich überall, auch wenn der Unterrock sich bewegt, überall 4 cm rausschauen. Das wäre ganz wichtig. Das Grundmodell vom Dirndl steht jetzt, aber jetzt muss noch was passieren. Es muss noch ein bisschen Prunk dran, es muss noch ein bisschen mehr Bam machen und ja, da mache ich jetzt mal so ein bisschen weiter und gucke mal, was mir jetzt gleich noch einfällt. Wenn es an die Deko geht, ist es oft ein tagelanger Kampf, weil ich herausfinden muss, was ist jetzt das Beste für den Stoff. Welche Schürze, welche Farbe sieht am besten aus. Vielleicht mache ich die Schürzenbänder in 2 Farben oder nur einfarbig. Mache ich da jetzt noch eine Spitze drauf, ja oder nein? Es gibt natürlich 10.000 Optionen. Und das dauert. Bis ein neues Dirndl steht, ist halt mindestens eine Woche vergangen, bis ich dann auch mal zufrieden bin. So viel Perfektion und Aufwand dauert seine Zeit und hat auch seinen Wert. Die Dirndl, die Kim fertigt, kosten zwischen 1.200 und 1.400 €. Wir machen jetzt die Rüsche für den Saum. Dafür braucht man sehr, sehr viel Stoff. Ich habe jetzt ungefähr 8 Meter an Bahn aneinander gesetzt und habe jetzt hier in der Mitte quasi einen ganz großen Stich mit der Nähmaschine gemacht. Und wenn ich jetzt quasi bei der Nähmaschine gibt es einen Oberfaden und einen Unterfaden. Und wenn ich jetzt den Oberfaden ziehe, dann rafft sich das sozusagen zusammen und der Unterfaden bleibt aber entspannt. Und der Oberfaden kriegt jetzt Spannung und dadurch kriegt man halt eben diese schöne Rüsche. Und jetzt muss man auch schauen, wie intensiv die Raffung sein soll. Ganz eng oder möchte man es eher so ein bisschen entspannt haben? Ich glaube, ich möchte es so ein bisschen entspannt haben. Genau, hier ist es jetzt ein bisschen zu eng gerafft. Ein bisschen entzerren und da ein bisschen zu weit. Dann schiebt man das einfach so lange, bis es überall gleichmäßig ist. Ich stelle jetzt noch eine kleine Faltenborte her, die hier oben am Dirndl-Ausschnitt dann später sein soll. Es passt super schön zu der Rüsche, die wir unten am Saum haben. Man sollte halt versuchen, die Falten immer gleich groß zu machen. Und ich muss sie dann immer so ein bisschen da drunter schieben. Ist ein bisschen so eine Fummelarbeit, aber es geht. Dauert halt ein bisschen, bis man fertig ist. Irgendwann findet man so seinen Rhythmus
Also wenn man es jetzt genau nachmessen würde, wäre wahrscheinlich jetzt nicht jede Falte exakt gleich groß, aber das spielt jetzt auch nicht so die Rolle. Ich nähe das von Hand an, die Borte mit den Falten, weil ich es nicht schön finde, wenn man jetzt es mit der Maschine aufnähen würde, dann sieht man innen drin die Naht. Und das finde ich aus ästhetischen Gründen einfach nicht so schön. Aber eine Naht innen am Dirndl sieht man doch außen gar nicht. Lohnt sich die Mühe denn überhaupt? Ich finde, die Innenästhetik ist sehr, sehr wichtig. Also viele meiner Kunden freuen sich auch immer darüber, wenn ich ein schönes Innenfutter habe. Und es soll ja auch innen ordentlich aussehen. Es ist ja nicht so außen hui und innen pfui, das geht ja gar nicht. Ich habe nähen gelernt durch, ganz klassisch, so wie es früher war. Mama konnte ein bisschen nähen, Oma konnte ein bisschen nähen. Dann hat man sich so seine Klamotten früher für die Disco auch so ein bisschen selber genäht. Aber ich habe das nicht gelernt. Ich bin Autodidaktin. War etwas der härtere Weg, aber jetzt weiß ich wirklich genau, was ich mache. Also weil mir nie jemand gesagt hat, das musst du so und so machen. Ich musste es wirklich komplett selber herausfinden. Bei der Schnürung hat man früher bei einem klassischen Dirndl natürlich in Generationen gedacht. Das wurde dazu benutzt, um Dirndl enger zu machen oder weiterzumachen. Dirndl wurden ja oft weitervererbt an die Tochter. Oder die Frau war mal schwanger, dann musste man das weitermachen. Und das hatte eigentlich eine Funktion. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Oft werden Dirndl nur eine Saison oder 2 Saisons genommen. Es ist mehr ein Dekozweck. Ich nehme es auch nur zur Deko, weil es einfach schön aussieht. Und ich möchte auch nicht diesen Effekt haben, dass ich etwas zusammenzurren müsste, weil dann wäre hier vorne der Stoff, würde sich so zusammenraffen und Falten schlagen. Dann sieht es immer so aus, als würde das Dirndl nicht sitzen. Ich mache aber Couture-Dirndl, die sitzen. Und die Schnürung ist quasi eigentlich nur eine Dekoration, damit es schön ausschaut. Als letztes fertigt Kim die Schürze des Dirndls. Obendrauf befestigt sie einen Spitzenstoff mit kleinen glitzernden Perlen. Aber warum haut sie die schönen Perlen jetzt wieder kaputt? Damit ich jetzt den Faden hinten nicht beschädige und mir nicht alle Perlen jetzt abgehen, wenn ich mit der Schere hier irgendwo was wegschneiden würde, nehme ich jetzt einfach den Hammer, zertrümmer mir hier vorne die Glasperlen . Und somit bleibt mir hier hinten das Garn, wo die Perlen festgenäht waren, erhalten. Aber es geht mir hier nichts auf. Und ich kann hier jetzt prima drüber nähen. Weil wenn ich das nicht machen würde und ich mit der Maschine dran nähen würde oder drüber nähen würde, würde ich mir meine Maschine ruinieren. Und dann ist das Dirndl endlich fertig. Vom ersten Stoffentwurf bis zum Kleid, das im Laden hängt, sind jetzt fast 3 Monate vergangen. Ich finde, es ist sehr schön geworden. Tolle Farben, tolle Farbkombinationen. Das Pink und das Grün finde ich total. Bisschen Bling Bling ist auch drauf. Und natürlich auch reichlich Schwarzwald. Das ist ein richtig schönes Festtagsdirndl, was man super anziehen kann. Zum Beispiel bei Hochzeiten oder auf irgendwelchen Geburtstagen oder sowas. Ist schön geworden. Doch, freut mich. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.